Bei genügend Fähigkeiten und dem notwendigen Wissen können solche Informationen in Bezug auf eigene frühere Persönlichkeiten auch durch einen hypnotischen Zustand abgerufen werden. Ist Ja. das in Form von Selbsthypnose oder? Ja, das tut, in der Regel ist es Selbsthypnose. Aber du kannst auch jemanden, der etwas versteht davon, von der Hypnose und so weiter und so fort. Du kannst mit dem reden, kannst ihm erklären, wie, was und wo und wann. Dass in der Hypnose dann nachher von dem die Informationen kommen, die man gerne wissen will. Aber das ist nicht sehr weitläufig. Ja, das können anscheinend nur sehr wenige, Ja. die das. Das ist nicht, und auch nicht sehr weitläufig. Was meint? Dass zum Beispiel ein ganzes Leben könnte wiedergegeben werden Ja. und so. Da können einzelne Sachen einfach wiedergegeben werden als praktisch als Erinnerung, hypnotische Erinnerungen und so. Ja. Und da wird das Theater drum gemacht. Vielfach wird das Theater drum gemacht, nur wegen dem Geld. Ja, Und da wird erlogen und betrogen nach Strich und Faden. Dann in Wirklichkeit ist das äußerst selten, dass das wirklich passiert wird. ja. Also diese Reinkarnationstherapie, wo Leute diese Rückführung haben, das ist. Ja, das ist in der Regel Blödsinn. ist das nicht als Lug und Betrug. Ja, gut, okay. Du schreibst auf der nächsten Seite. Aber es ist einfach Möglichkeit da, das kann gemacht werden und es wird in seltensten Fällen gemacht, wo eine bestimmte, wie soll man sagen, ein bestimmter Grund dafür vorhanden ist. Ja. 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 Das vielleicht Ja. in seltenen Fällen. Ja. Und in der Regel ist das nichts anderes als hypnotische Rückführungen in die Vergangenheit und so weiter und so fort. Nichts als Lug und Betrug. Ja. Ja. Wer sich selbst evolutioniert und entwickelt, da kann das dann eben passieren, dass aus dem Bei ihm selber, ja. Bei ihm Erinnerungen selber, kommen. dass Erinnerungen aufkommen. Und zwar nicht hypnotisch, sondern einfach so durch das, dass er sich selber unter Kontrolle hat. Sich selber sagt, ich muss jetzt das erfahren, wie es gsi ist oder wie es könnte sein und so weiter. Was das Wissen, was das Resultat daraus ist, was er geben tut. Dann ist es möglich, dass bei sich selber kann aufkommen. Aber auch das ist eine Seltenheit, dass so etwas gemacht wird, dass es, wie soll ich sagen, fast nicht vorhanden ist. Ja, es sind nur wenige, die so weit Ja. evolutionieren. Ja. Und die es könnten, die machen es nicht. Ja. Weil Ja, sie es nicht nötig. Ganz einfach, weil sie es nicht nötig haben. Ja. Ich finde, es Sie bringt ja auch leben wenig. Sie leben gegenwärtig und sie leben für die Zukunft. Sie leben fürs Lernen, fürs Weitergehen, fürs Evolutionieren und nicht für das, was früher war. Ja, weil ich das sowieso nicht ändern kann. Ja, das Also- kannst du genauso wenig. Ja. Du kannst nichts ändern, was du gestern gemacht Ja, hast. genau. Was du gestern gemacht hast, das ist so, das kannst du nicht ändern. Das kannst du nicht ändern, das kann ich, das kann kein Mensch. Ja. Ja, daher, die Zukunft ist wichtiger Das als die musst Vergangenheit. du die Schöpfung anschauen. In der Natur, was dort geht und läuft, es kann nichts geändert werden. Es ist abgelaufen, es ist passiert, es hat sich so und so ergeben, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ja. Ja. Das ist das Tolle bei den Tieren, die leben ganz im Moment und Ja. machen sich da jetzt keine Gedanken mehr um Richtig. gestern oder vorgestern. Richtig. So, ja. Okay, es ist Sie nehmen es einfach so, genau wie der Mensch das machen sollte. Er nimmt
jedes Tier nimmt die Sachen so, jedes Getier, jede Lebensform, auch Pflanzen, jede Pflanze nimmt sie so, wie es passieren tut. Ja. Ja. Und wenn sie sich ändern, dann ändert sich das und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Das geht nach vorwärts, also es evolutioniert. Ja. Das ist so eine kurze Zusammenfassung, wo du das mit den unterschiedlichen Stadien, da schreibst du Mensch gleich bewusstes Bewusstsein, Materie gleich Energiebewusstsein, Pflanzen Impulsbewusstsein, Fauna Instinktbewusstsein. Ja. Ich wollte das nur erwähnen, das ist sehr, sehr hilfreich, finde ich. Das alles hat Bewusstsein. Alles hat das Bewusstsein. Auch die Materie. Ja, auch eine Materie, auch ein Stein, auch ein Metall oder sonst irgendeine Materie hat ihr Bewusstsein. Ja. Nur ist das ganz anders. Es ist vom Instinktbewusstsein oder ein Fühlungsbewusstsein oder ein Wahrnehmungsbewusstsein, ein Empfindungsbewusstsein, ein Instinktbewusstsein, je nachdem, was es dann eben ist. Ob es die Art von Lebensform ist, die Art oder eine andere Art. Jede Form, jede Lebensformart. Und wenn ich sage Lebensformart, es ist nicht einfach etwas, wo sich selber bewegen, fortbewegen tut, was man eigentlich für Lebensformen braucht, oder? Sondern wo tot, sagen wir tote Materie, aber auch das ist eine Lebensform. Oder? Ein Stein ist auch eine Lebensform. Nur tut man eben dort nicht von Lebensform reden. Das kann man jetzt noch nicht, weil der Mensch das nicht versteht. Ja. Es ist aber wirklich eine Lebensform. Und wenn ich sage, wenn ich rede von Lebensform, dann meine ich nur eine Senige, die sich selber bewegen können. Oder? Selber bewegen kann sich zum Beispiel eine Mucke oder ein Flügen oder ein Vogel oder sonst irgendetwas, oder? Das ist eine Lebensform. Eine wilde Lebensform. Auch die anderen sind, auch ein Grashalm ist eine Lebensform, aber du kannst den Menschen nicht beibringen, dass das eine Lebensform ist. Vorderhand kannst du ihnen das nicht erklären, weil sie das noch nicht begreifen. Also, auch das ist eine Lebensform, wo einfach liegt, wie ein Mineral oder sonst irgendetwas, wo in einem Stein ist, Gold oder Eisen oder Zinn oder was es eben ist, oder der Stein selber oder das Mineral selber und so weiter und so fort. Auch das ist eine Lebensform. Aber du kannst den Menschen nicht, wenigstens heutzutage, in ein paar hundert Jahren kannst du dann das eventuell einmal klar machen, dass auch das eine Lebensform ist. Oder? Aber heute kannst du das noch nicht. Ja. Du musst nach dem gehen, was heute verstanden wird, nicht nach dem, was in 300, 400 oder 800 Jahren verstanden wird. Ja. Und eins musst du in Betracht ziehen. Der Mensch, das ist eins von diesen Lebensformen, wo zwei Bewusstsein hat. Er hat das Bewusstsein von der Schöpfung, von der Lebensenergie. Das macht ja beim Mensch das Bewusstsein und das Unbewusste. Das Unterbewusstsein, oder mit dem willst du sagen. Und dann hat der Mensch aber noch, nebst dem hat er noch das materielle Bewusstsein und das materielle Unterbewusstsein. Was ein Tier wiederum nicht hat, wo in dieser Art und Weise nicht bewusst sich evolutionieren. Ja, das beschreibst du hier als bewusstes Bewusstsein. Ja, das ist bewusstes Bewusstsein, bewusstes Unterbewusstsein oder unbewusstes. Das, was von der Schöpfungslebensenergie herkommt,
zusammen mit der Schöpfungsenergie, die der Körper beleben und durch Organe und alles zusammen, oder? Und das andere ist alleine das, was materiell ist, das materielle Bewusstsein und Unbewusste, wo der Mensch hat. Und das hat nur Menschenformen, menschenähnliche Formen, Menschengleichformen und so weiter und so fort. Aber nicht Tier, nicht Getier oder sonstige andere Lebensformen, kein Fisch, kein Vogel, keine Schlange, kein Wurm, keine Zecke. Also auf der einen Seite ist das materielle Ja, Bewusstsein. richtig. Oh, auch mit- Wo physisch ist. Ja, Das ist physisch. Materielles Bewusstsein und materielles Unbewusstsein, das ist das, was physisch erschaffen wird. Und das andere ist, wo schöpfungsenergetisch ist. Also schöpfungslebensenergetisch. Weil das fähig ist, die Evolution zu betreiben. Und Evolution durchführen, Evolution machen und Ja. so weiter und so fort. und da gibt es auch die Unterscheidung Bewusstsein, Unbewusstes und Richtig, Unterbewusst. bewusstes Bewusstsein und unbewusstes Unterbewusstsein. Und bewusst in dem Sinn, dass es eben mit dem Bewusstsein, mit dem eigentlichen Bewusstsein von der Schöpfungsenergie, von der Schöpfungslebensenergie zusammenwirken. Ja, Genau wie das materielle, das physische Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammenwirken tun, die gehören zusammen. Die kannst du nicht trennen. das materielle Bewusstsein und das schöpfungsenergetische, die bedingen Das sich sind gegen. zwei verschiedene Ja, Sachen. aber Zwei grundverschiedene Sachen. aber sie beeinflussen sich gegenseitig, oder nicht? Nein, die können einander nicht beeinflussen. Ah, okay. Die können einander wirklich nicht beeinflussen. Es ist dann einfach, dass die Der Erfahrung Mensch tut lernen durch sein Denken, durch seine Bemühung vom Denken und tut das ins materielle Bewusstsein übertragen und zugleich übertragen ins Schöpfungslebensenergiebewusstsein. ja, Er tut also in zwei Formen tut er das übertragen. Also auf zwei verschiedene Bewusstseinformen übertragen. Aufs Physische, das, was ihm entsteht, wenn er Mensch wird, wenn er geboren wird, wenn er gezeugt wird und sich das entwickelt tut. Oder? Und zugleich eben von der Schöpfungsenergie her das Bewusstsein, zugleich wird das auch dort übertragen. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du zwei Tonbänder hast, da wird das überspielt und beides gleichzeitig vom Gleichen. ja. Wir sprachen ja vorhin von den Speicherbänken. Ist das auch übertragen in das nur das Positive in diese Speicher? Du hast ja gesagt, es wird Du das trägst über die Speicherbank tust du gar nichts eintragen. Das tut das Schöpfungslebensenergiebewusstsein tut das in die Speicherbank eintragen. Ah, das ist dann ein weiterer Schritt, könnte Ja. man sagen. Okay. Ja. Und eben, jetzt verstehe ich, das materielle Bewusstsein löst sich dann halt auf, aber das Schöpfungslebensenergiebewusstsein bleibt bestehen. bestehen und tut sich weiterentwickeln. Wir sagen dem, es tut es verarbeiten. Das, was Ja. aufgenommen hat, tut es verarbeiten. Ja. Wir haben keinen anderen Begriff dafür, wo Ja. den Menschen kannst beibringen. Ja.
Ich sage dem einfach, es wird verschaffen. Ja. Aber das kannst du den Menschen nicht sagen. Da musst du einen anderen Begriff nehmen, einfach, wo sie verstehen. Und dann sagt man einfach schlichtweg verarbeiten. Ja. Oder, ja, speichern, verarbeiten. Ja. Oder? Ja, ich denke, es ist leichter zu verstehen, wenn man es aus der Sicht der Schöpfung sieht, dass die evolutionieren will. Ja, das kannst du aber nicht, da kannst du nicht aus Sicht von der Schöpfung den Menschen beibringen. Du musst ihnen es so erklären, dass sie es verstehen. Und sie sind noch nicht so weit, Michael, dass sie verstehen, wenn du von der Schöpfung redest, die Schöpfung macht das, dieses und jenes. Du musst ihnen es so erklären, dass sie das verstehen, dass sie das können aufnehmen und verschaffen in sich hinein und können den ihren Verstand brauchen dazu, dass sie es können aufarbeiten. Ja. Und das können sie nicht, wenn du einfach von der Schöpfung redest, die Schöpfung macht das und dieses und jenes in dem und dem Rahmen und so weiter und so fort. Du musst ihnen das erklären, wenn du ein kleines Kind belehrst. Ja. Es geht nicht anders. Mhm. Gut. Haben wir noch 5 Minuten? Ja. Okay. Als nächstes schreibst du über Schrut und Bandschrut, dass es sowohl weiblich als auch männlich sei. Das ist weiblich und männlich. Ja, also das ist jetzt, also wenn eine Frau den Weisheitstitel Schrut Ja, erlangt. wir sagen einfach Titel dazu, oder? Ja, Das ist ja. Doktor oder Professor oder mit dem willst du sagen, oder? Ja. Aber da hat ja auch eine Prüfung dafür abgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist nicht so, dass man einfach, jetzt ist er Schrut. Nein, da wird auch geprüft. Ja. Schon wie eine Prüfung. Und das ist, wie soll ich dir sagen, das ist eigentlich eine natürliche Regel, wo selbst in der Fauna und Flora vorkommt, wo die Umstände, die existieren, sich dem Pflanzen, Fauna oder Flora ist gleich, was für ein Wesen, also es ist, ob es Fauna ist oder Flora ist, sich dem anpassen, was die Natur bringen tut, anhand vom Klima, oder? Dann das tut ja bestimmen, was sich ergeben tut in der Natur, in der Schöpfung aussen. Ja. Anders geht's ja nicht. Und genau dasselbe macht der Mensch, nur, dass er das eben mündlich macht und schriftlich macht. Oder? Und sagt, zum Beispiel ein Grashalm, wo lernen tut, dann und dann muss ich mich so und so verhalten oder tue mich so und so verhalten, wenn der Wind geht und so diesen und jenen Weg. Wie der Mensch sagt, ich tue dann und dann das und das schreiben, ich tue dann und das lernen und tue es dann niederschreiben oder tue es dann erklären und so weiter und so fort. Ja. Oder? Und beim Tier ist es genau gleich, beim Vogel ist es genau gleich, beim Fisch ist es genau gleich. Bei allem Getier ist es genau gleich und so weiter und so fort. Es tut sich verhalten nach dem, was vorgegeben wird. Und beim Menschen ist es sehr weg, was vorgegeben wird und er lernen tut er einfach mündlich oder schriftlich wiedergeben. Und dann trägt er halt den Titel, ich bin der Herr Doktor oder ich bin der Herr Professor und so weiter und so fort. Ja. Und sie sagen dem halt, wenn es hoch ist, das ist ein Schrut oder ein Bandschrut oder was es dann eben ist. Ja. Swart hat die Prüfung ja nicht abgelegt. Er hatte ja den Titel Ishwish. Ja. Aber im Grunde war er auch ein Schrut, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja. Er hat einfach nur diese Prüfung nicht abgelegt. Ja. Ja, okay. Weil er sich ja Du kannst etwas lernen. Du bist wissender als der wissendste Wissenschaftler, aber du nennst dich nicht Wissenschaftler.
Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber mit Bandschrut ist dann halt der höchste. Ich lese das ganz kurz vor, das ist leichter dann zu erklären oder zu fragen. Das ist einfach eine Benennung, wo Menschen haben, ja, wo's dort brauchen. Für sie ist das einfach der höchste Titel dann, oder was es dann eben ist. Ja, es unterscheidet sich aber schon wesentlich. Der Werdegang zum universellen Propheten und Künder ist dabei jedoch dass nach der endgültigen Beendigung des materiellen Lebens und Körpers des Menschen, dessen Geistform oder Schöpfungsenergieform in die Ebene des Hohen Rates und in die Reingeistebene Arat Atasata eingeht und weiter evolutioniert. Ja, aber du musst denken, Michael, das ist nichts als eine menschliche Bezeichnung. Das ist die menschliche Bezeichnung für das und dieses und jenes. Für das, für den Stand, für den Stand, für den Stand und so weiter und so fort. Es ist nichts als eine menschliche Bezeichnung. Ja. Für etwas, was der Mensch gelernt hat. Er hat bis daher, hat etwas gelernt, er versteht das alles, er kann das alles und so weiter und so fort. Der andere kann noch ein bisschen mehr und ja, dann nimmt man ihn halt sehr weg. Der andere kann noch ein bisschen mehr, dann nimmt man ihn halt so. Ja, das verstehe ich schon. Es geht hier um was kommt jetzt eigentlich? Durch einen Ratschluss der Reingeistebene Arat Atasata wird es dann möglich, dass diese Geistform als jemals einzige aus der Ebene Arat Atasata via die Ebene des Hohen Rates in die materielle Welt zurückkehrt und abermals einen Menschen belebt, der dann als jemals einziger universeller Prophet und Künder in Erscheinung tritt, um die menschlichen Lebensformen in Bezug auf die schöpferisch natürlichen Gesetze und Gebote zu belehren. Und diese Belehrung erfolgt in Form der Geisteslehre, respektive Lehre der Propheten, respektive Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens. Mhm. Dieses Einzige, ist das in allen Universen so, oder in allen Schöpfungen? In einer Schöpfung ist es so. In einer anderen Schöpfung ist es wahrscheinlich anders. Das weiss ich nicht. Also es könnte Ich bin ein Mensch von dieser Schöpfung. Ja, okay. Und eine andere Schöpfung kann ganz andere Regeln in dem Bezug haben, wo Menschen sind oder sonst Lebewesen sind, wo bewusstseinmässig evolutionsfähig sind, wo das ganz anders nennen. Ich weiss es nicht. Ich lebe in dieser Schöpfung. Ich bin geboren worden in dieser Schöpfung und nicht in einer fremden. Ich weiss, dass es andere Schöpfungen gibt. Also Universen gibt, wo außerhalb unseres Sieben sind. Ja. Das weiss ich jetzt. Ja. Aber wie sich dort alles verhalten tut, bei selber Schöpfungen oder ich weiss es effektiv nicht. Mhm. Ja, okay. Das ist mir völlig unbekannt, weil ich dort nicht gelebt habe. Nie dort gelebt habe. Also keine Erfahrungen, kein Wissen haben können sammeln dort. Nur von dieser Schöpfung. Das hängt dann von dem Ratschluss vom Arat Atasata dann ab. Ob ja, bitte. Die brauchen mehr Propheten oder die brauchen mehr Künder und die brauchen vielleicht sogar gar keinen, weil sie sich gut evolutionieren. Wie es dort ist und sich dort verhalten, da habe ich keine Ahnung, Michael. Ja, ja. Ich weiss, wie es ist in dem Universum, in dieser Schöpfung, in diesen Universen, wo alles gleich ist. Es ist alles einheitlich. Bei allen 7 ist einheitlich. Das ist... Ja. Gut. Ja, der hat weiss ich leider auch nicht, was in anderen Schöpfungen geht und läuft. Völlig anders könnte die funktionieren in dieser Beziehung. Ja. Ja. Und was für Lebensformen das dort ist, das weiss ich auch nicht. Ja. Da habe ich auch keinerlei Ahnung. Ja. Da bin ich ja so ein Laie wie du bist. Ja, das erklärt schon. Vielen Dank. Gut. Danke fürs Gespräch. Bitte, gern geschehen.